Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer 174. Auktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute habe ich kein ausdrückliches Los, was ich euch vorstellen will, sondern ich muss ganz klar sagen, ich will euch etwas zeigen, was übrig geblieben ist. Und zwar haben wir am letzten Versteigerungstag, Samstag, dem 19. März, die große Freude, unter dem Begriff Dresdner Essenz die Lose 6041 bis 6073 zu versteigern. Die stammen eben aus diesem Album, wovon nur noch dieses Vorsatzblatt jetzt übrig ist. Das ist ein Album aus dem Jahr 1911, das vollkommen unberührt und geschlossen zu uns gekommen ist. Wir haben das ganz kurz im Vorwort beschrieben. Das stammt aus einem alten Bankiersnachlass, der bis 1918 ungefähr in Dresden gepflegt wurde und auch die katastrophalen Wirren des Zweiten Weltkriegs in Dresden überstanden hat. Nachdem der Sammler sich mit den Nazis gar nicht hat anfreunden können, sondern im Gegenteil sie vehement abgelehnt hat, musste er Dresden verlassen und ist nach dem Zweiten Weltkrieg ins Rheinland gekommen. Hier ist dieses Album über 50 Jahre aufbewahrt worden und jetzt von den Nachfahren der Familie zu uns gekommen und wird in unserer 174. Auktion, wie gesagt am letzten Auktionstag, direkt vormittags versteigert. Ich kann euch nur empfehlen, diese wunderbaren Lose anzugucken. Es ist in allererster Linie Klassik, denn die Sammlung, wie gesagt, wurde nur bis ca. 1918 gepflegt. Ihr werdet feststellen, dass unter anderem natürlich auch Russland enthalten ist. Und hier komme ich jetzt zum eigentlichen Kern meiner heutigen Überlegungen, die offen gestanden aus meiner Sicht schockierend darauf beruhen, dass von Russland ausgehend heute wieder, ich sag mal, das friedliche Leben auch in Europa oder gerade in Europa bedroht ist. Ich bin auch nicht zuletzt aufgrund dessen total froh, als Philatelist international mit vielen auch russischen oder ukrainischen Kunden in freundschaftlicher Art und Weise verbunden zu sein. Und deswegen will ich einfach noch mal betonen, wie schockierend das aus meiner Sicht ist, was heutzutage in Europa stattfindet. Und auch in diesem Zusammenhang möchte ich einfach dringend darum bitten, natürlich auch euch alle, dass wir uns wieder auf die, ich sag mal, völkerverbindende Wirkung unseres wunderbaren Hobbys besinnen und mit all diesen Menschen, die da im Moment in Not sind, später und auch unverändert uns über unser Hobby wieder austauschen können. Nichtsdestotrotz, die nächste Möglichkeit, noch einmal unsere 174. Auktion, völlig abseits dieser Gedanken, am 19. März unter den Losnummern 6041 bis 6073. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.